Guten Morgen, hier ist Frau Gleis und heute ist Dienstag, der 14. April. Und heute sprechen wir über Hunden. Und es ist der Hund, die Hunde. So, Singular, ein Hund, zwei Hunde. Ich habe keinen Hund. Ich habe eine Katze. Aber ja, viele von meinen Nachbarn haben Hunde. Lots of my neighbors have dogs, and I've been seeing a lot more puppies around too. I should add that to the list. So a puppy you think would be like Hündchen or something. It is actually der Welpe. Der Welpe? Ich glaube. Und nein, das ist nicht, was ich machen wollte. Da, okay. Und ich sehe immer mehr Hunde in meiner Nachbarschaft, weil viele Leute mit dem Hund laufen gehen. Sie gehen Gassi. So they're going walking with the dog or they're going Gassi. So that's kind of a colloquial slang way to say I'm going walking with my dog. So you can either say ich gehe mit dem Hund laufen, ich laufe mit dem Hund oder wir gehen Gassi. Gassi gehen kommt von einem deutschen Wort, eine Gasse ist eine kleine Straße. So, diese Leute gehen Gassi. Oh, er will Gassi gehen. Und eine Gasse ist so wie das. So, es ist eine sehr enge kleine Straße. Das ist eine Gasse. So it's slang for like going walking in the little streets. Meine Frage für euch für heute, zuerst die Vokabeln, das Tier, der Welpe, das Haustier, a house animal is a pet. Gassi gehen is to walk the dog. Mit dem Hund laufen gehen is to walk the dog. Die Leine, it sounds like a line and that is a leash. Und der Käfig is a cage. Hier ist ein Bild mit ein bisschen Infos über die beliebtesten Hunderassen in Deutschland. So, die beliebteste Hunderasse ist eine Mischling. Und eine Mischling ist eine Mische von unterschiedlichen Rassen. It's a mixture of races of dogs. So that is a Mutt, ist eine Mischling. Meine Schwester hat einen deutschen Schäferhund und sie ist 12 Jahre alt, ich glaube. So hier ist ein Foto, ein Bild von meiner Schwester und das ist ihr Hund. Sie heißt Mika und sie ist ein Schäferhund. Das ist Carolins Zwillingsschwester Courtney und sie hat auch Schäferhunde. Sie hat sogar 2 Schäferhunde. Mika geht nicht auf der Leine. Ja, sie läuft frei. Und ich finde das ein bisschen problematisch, weil Mika groß ist. Sie ist ein großer Hund. Sie ist schwarz und sie läuft schnell. Ja? Und kleine Kinder haben immer Angst vor ihr, wenn sie so schnell vorbeiläuft. Little kids are kind of afraid of her. So ich finde das ein bisschen problematisch. So meine Frage für euch. Hast du einen Hund? Geht dein Hund auf der Leine? Ich habe keinen Hund, aber meine Schwester hat einen Hund und ihr Hund geht nicht auf der Leine. Für Upper Levels 3, 4, 5 sollen Hunde immer auf der Leine gehen. Hast du Angst vor großen Hunden? Ich denke, dass Hunde auf der Leine gehen sollen, wenn sie in der Stadt sind, so when they're in the city. Aber auf dem Land ist das nicht so wichtig. It's not so important if we're out in the country. That doesn't bother me. It's just when we're gonna be in contact with other people. Ich habe keine Angst, aber kleine Kinder und Eltern haben Angst. Und das kann ich verstehen. I can understand that. In Deutschland gibt es
in manchen Bundesländern Leinenpflicht. So Leinenpflicht, we learned Pflicht in yesterday's Tagebuch, when we were talking about Mundschutz, Masken, and we were talking about wearing masks. Should it be required or not? Wo gilt die Leinenpflicht? Leinenpflicht in Deutschland. So here it goes through the different states. And you can go through your state, Baden-Württemberg, Bayern, der Hund darf ohne Leine laufen. So they may be without, der Hund darf ohne Leine laufen. In Berlin, der Hund ist an der Leine zu führen. So you do need to have your dog on a leash. In Brandenburg, der Hund muss an einer kurzen Leine geführt werden. Needs to be on a short leash. Auch in Brandenburg dürfen die Jagdschutzberechtigten auf den Hund schießen. So they're able to be shot at. They're not on a leash. As they go through, it's different state by state. So wie ist das in Wisconsin? Dürfen Hunde ohne eine Leine laufen? Are dogs allowed to run without a leash? Was denkst du? Weißt du? Do you know? Wie ist das in Sun Prairie? So, ja, ich denke auch an meine Mutti. Sie hat einen kleinen Hund und ihr Hund läuft ohne Leine. Aber meine Eltern wohnen auf dem Land. They live in the country. Ja? So, es kommt darauf an, wo man wohnt. It's dependent on where one lives. Aber ja, was denkst du? Ist das dir wichtig oder nicht? So, das ist alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen... das stimmt nicht. Heute ist nicht Dienstag. Ups. Heute ist der 15. Ja? Meine beste Freundin hat heute Geburtstag. Ja, so... Sorry, Datum war falsch. Bis morgen, bis Donnerstag. Vielleicht sehen wir uns heute in meiner Sprechstunden. Ciao!